Ja, ganz schönen guten Morgen von der Leuphana Utopie-Konferenz. Heute Morgen widmen wir uns sozusagen einem der Herz- oder Filetstücke des utopischen Denkens, nämlich der spannenden Frage, wie geht denn überhaupt Veränderung? Wir haben ja sehr viel darüber nachgedacht, was man alles tun müsste, was man alles tun könnte. Heute soll es ein bisschen pragmatischer werden. Heute wollen wir uns ganz konkret der Frage stellen, wie sind gesellschaftliche Veränderungen möglich? Und Maja und ich haben als Gäste heute Morgen Diana Kinnert. Diana Kinnert ist, ja, man kann sagen, somit die klügste und erfrischendste Denkerin in den Reihen der CDU. Und wir haben Harald Welzer, formal könnte man sagen Sozialpsychologe oder Futur 2 Gründer, aber man kann auch sagen, einer der wenigen und einer der wichtigsten Gesellschaftsscouts in diesem Land. Also einer jener Pfadfinder, die sich darum bemühen, gangbare Wege in die Zukunft zu finden. Und ich bin gespannt, ob es uns tatsächlich gelingt, heute Morgen in dieser Frage ein kleines Stück weiterzukommen. Guten Morgen, Harald. Hallo, guten Morgen. Ja, Harald, ich würde gleich als erstes damit anfangen, wenn du ganz kurz mal skizzieren könntest, was du glaubst. Woran erkennt man, ob eine Utopie Chancen hat, realisiert zu werden oder nicht? Wonach würdest du sie befragen? Wonach würde ich eine Utopie befragen? Naja, ich würde sie danach befragen, wo gewissermaßen schon die Keime oder die Ansätze, die Beispiele in der Wirklichkeit vorhanden sind, von denen aus man weitergehen kann. Also die abstrakte Utopie ist ja eine, die im Grunde genommen sagt, es wäre schöner, wenn es schöner wäre. Die konkrete Utopie ist eine, wo man sagen kann, auch ganz im Sinne von Ernst Bloch, es steckt schon viel in der Gegenwart und übrigens auch in der Vergangenheit, was man gewissermaßen bergen muss oder zur Kenntnis nehmen muss. Also an den vorhandenen Ansätzen, das ist eigentlich das Merkmal einer Potentialität einer konkreten Utopie. Also man kann sie nicht erfinden, sondern sie muss in gewisser Weise da sein. Das ist eigentlich das Interessante. Ich habe übrigens gestern mit einer Reihe von Musikerinnen diskutiert und da kam ähnlich bei derselben Frage die Formulierung auf, Kunst oder auch Musik ist eine Erinnerung an eine Zukunft, die noch keiner erlebt hat. So, und das ist, diese Erinnerung muss aber irgendwo da sein. Das heißt, es muss irgendeine Basis dafür geben. Und insofern, ja, so würde ich das versuchen, mich der schwierigen Frage anzunähern. Diana, am vorhandenen Ansätzen. Du bist Mitglied der CDU. Wo siehst du den Ernst-Blochschen Funken für größere gesellschaftliche Veränderungen und Transformationen in deiner Partei? Ist da was da, wo du sagen kannst, da kann man ansetzen im Hinblick auf positive Transformation? Ich glaube erstmal, dass jede Utopie eigentlich eine Potenzialität hat, umsetzbar zu sein. Die Frage ist, was schon da ist an Grundbedingungen oder an Grundstock, dass es sehr wahrscheinlich ist für eine vielleicht sehr, sehr junge Zukunft. Und das, was ich in meiner Partei natürlich erlebe, ist, dass es eine Partei ist, die 500.000 Mitglieder hat. Das ist eine Volkspartei, die kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten, die sind in allen Altersspektren. Das heißt, wenn wir einen Veränderungsrahmen haben, der sich Demokratie nennt, wo wir vielleicht über Mehrheiten sprechen müssen, dann habe ich schon mal einen ersten Filter von Gegenargumenten, wenn ich bei meinem ersten Parteistammtisch mal meine Utopie vortrage. Wenn ich das in einer homogenen Gruppe mache oder in einem bestimmten Milieu mache, dann weiß ich vielleicht, wenn ich dann ins nächste Dorf gehe oder dann zu meinen Großeltern gehe, dann bin ich auf einmal erschrocken, was mir entgegenkommt. Und ich glaube, das, was ich viel lerne in der CDU, ist, dass all das, was ich mir in meinem Kämmerlein ausdenke, schon beim ersten Kreisverbandsstammtisch vielleicht aus dem Weg geräumt ist, weil es für viele nicht machbar ist oder für viele gar nicht die Lebenssituation widerspiegelt. Oder das, wie ich schon formuliere, vielleicht das Lebensbild der anderen abwertet. Und das heißt, ich habe sehr früh beim Denken, viel früher, als ich bei so einer Konferenz schon mitmache, einen kleinen Filter, wie ich vielleicht Dinge umformulieren kann, auf welche Dinge ich achten muss. Es wird dir ja sicherlich passieren, dass Leute denken, wenn du mit größeren Veränderungswünschen kommst, du bist in der falschen Partei.
Ich nehme mal an, das ist sozusagen eine Reaktion, die sagen, na ja, aber um sowas zu denken, muss man zu den Grünen gehen oder das passt jetzt nicht richtig zu uns. Aber es wird ja vielleicht auch den einen oder anderen Punkt geben, weil du das ja vorher schon gefiltert hast, wo Menschen, die sich selbst als konservativ beschreiben oder wertkonservativ, wo die sagen, naja, das ist schon interessant oder da müssen wir eigentlich hin oder da hast du recht. Kannst du solche Beispiele erzählen? Also es stimmt, dass ich ja viele Ideen vertrete, von denen man gemeinhin das Gefühl hat, dass es eigentlich linke Ideen sind oder dass es sehr progressive Ideen sind, die nichts mit einer Art von traditionellem Denken oder konservativer Denkform zu tun haben. Und ich merke aber für mich, dass ich zu diesen Positionen gelangt bin, nicht weil ich von der linken Idee ausgegangen bin, sondern weil ich beispielsweise von einem christlichen Menschenbild ausgehe, weil ich von einer Demut ausgehe, dass das, was ich jetzt machen möchte, nicht zukünftigen Generationen schadet, weil ich so ein bürgerlich-liberales Leben haben möchte, dass das Schlimmste, was mir passieren kann, der Übergriff des anderen ist und das gleichzeitig mich natürlich in meiner eigenen Verantwortung ernst nimmt. Und das sind so Elemente, wo man sagen könnte, naja, das hat was sehr menschenfreundlich Linkes und das Konservative kommt ja sehr kühl, ignorant erstmal daher. Aber für mich ist es eigentlich ein eigener Schutzrahmen, den ich jedem anderen auch zugestehe. Das heißt, viele Dinge, die man intergenerationell verstehen kann, die man nachhaltig verstehen kann, die man solidarisch verstehen kann, wachsen aus meinem Menschenbild des Eigenschutzes eigentlich, den ich aber jedem anderen zugestehen möchte. Mhm. Kann ich da einhaken? Weil ich würde gerne eine Sache, die du, Diana, gerade erwähnt hast, mit Harald, mit der Moin, ich bin irgendwie so, ich muss da reingucken, damit ich dich eigentlich wirklich sehe, aber da bist du so klein. Die Musik drückt etwas aus über eine Zukunft, die noch nicht gewesen ist. Ich finde das total interessant, mit dem konservativen Gedanken zu verbinden, weil ich habe das Gefühl, der Zeitpunkt, wann eine Utopie verhaften kann, da waren wir eben, ne? So ein bisschen, es muss auch der Zeitpunkt sein, wo eine Idee etwas ausspricht, was im Orbit schwebt. Wenn ich dich mal paraphrasiere, kannst du mich noch korrigieren, Harald. Und das ist ja etwas, was ich im Moment stark wahrnehme, dass viele sich eigentlich wünschen, dass gewisse Dinge auch erhalten blieben. Deshalb fände ich das spannend, ne? Weil du gesagt hast, du kommst aus dem christlichen Menschenbild heraus und das Gefühl haben, es geht auch einiges verlustig in der Art, wie jetzt gerade sich die Welt verändert. Und das versuche ich bei dieser Transformationsdiskussion auch immer mit reinzunehmen. Es geht nicht nur um alles neu zu machen, also nicht nur das, was noch nicht da war, sondern auch Aspekte dessen, die wir schon als Errungenschaften in der Vergangenheit oder eben auch als so eine Kontinuum von Sehnsucht in der menschlichen Existenz auch durchaus spüren. Und deshalb fände ich das ganz wichtig, nochmal an diesem Punkt zu bleiben, nämlich Veränderung. Also wie groß können die Ideen sein, zu welchem Zeitpunkt? Weil ich fand den Punkt total wichtig, Harald, den du gemacht hast, dass sie nur dann nicht kalte Mythen bleiben, sondern eine Lebendigkeit entwickeln, die auch Aktivität, und damit sind wir beim Thema Veränderung, bewirken kann, wenn sie in dem Moment etwas ansprechen, was wir schon in uns tragen. Und da fände ich die Brücke ganz schön zwischen den tieferen tragenden Werten und den Zukunftsaspirationen, die du ansprachst. Ja, es sind ja vielleicht gar nicht Werte, sondern es ist so etwas wie konstante Wünsche und konstante Sehnsüchte. Ja, und das denke ich auch, dass das im Grunde genommen immer der Ansatzpunkt ist, wo man aber anders formulieren muss, um diese konstanten Wünsche und die konstanten Sehnsüchte zu adressieren. So, und jetzt versuche ich das mal zu theoretisieren. Ich würde sagen, dass der konstante Wunsch und die konstante Sehnsucht ist, geliebt zu werden und die Menschen, mit denen man zu tun hat, die man vielleicht selber liebt, gut zu denen zu sein. Das hört sich jetzt für 9:23 Uhr sehr pathetisch an, aber ich glaube, das ist erstmal das, was Menschen als soziale Wesen im Innersten umtreibt. Das ist das, worum es geht. So. Und interessanterweise dürftest du das an einem Sonntag in der Kirche ja problemlos sagen. So, und jetzt wieder zurück zu dir. Ja, ich werde selten in Kirchen eingeladen, aber ich würde das dann dort auch sagen. Und das ist gar nicht so kirchlich, sondern das ist auch ein Kernelement von Aufklärung, weil es geht auf dieser Basis eigentlich darum, und ich würde sagen, es ist die ganze bisherige Geschichte darum gegangen, die Verhältnisse zwischen den Menschen zu verbessern. Das ist sozusagen eine Abstraktionsebene drüber. Ja, warum wollen wir die Verhältnisse zwischen den Menschen verbessern? Naja, weil wir sie gut finden und weil es besser ist, wenn sie besser zusammenleben, als wenn sie schlechter zusammenleben und sich umbringen oder umgebracht werden und so weiter und so weiter. Und so würde ich denken, wie wir auch in der ökologischen Frage weiterkommen. Weil die steht ja jetzt sozusagen anti-utopisch
sozusagen als Blockierer dieser Idee, die Verhältnisse zwischen den Menschen zu verbessern. Ja? Und ich glaube, wir kommen in unserer Utopie-Formatierung, wenn man will, auch nur weiter, wenn man sozusagen diese Frage weiterverfolgt. Ja, wir sind ja sozusagen bei den Öko-Utopien, reden wir relativ wenig über diese Frage, was wollen wir da eigentlich in unserem Zusammenleben? Was soll das, also was hätte man im Sinne sozusagen dieses emphatischen, guten Zusammenlebens davon, wenn wir jetzt den Klimawandel bekämpfen? Aber ich glaube, wir müssen sozusagen an diese alten Fragen ran, und dann ist es auch nicht so schwer, ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, das zu adressieren, das zu übersetzen. Weil ich glaube, da kann man relativ schnell Einigkeit herstellen. Und dann ist aber die Frage, wie kommt man diesem einig formulierten Ziel irgendwie näher? Jetzt besteht ja traditionell zwischen Konservativen und Linken einmal der Unterschied darin, dass die Linken historisch gesehen immer in den Nachthimmel gemalt haben, was man alles gewinnen kann. Und die Konservativen immer große Angst vor dem hatten, was man alles verlieren kann. Also das ist der Anfang des Konservativismus, so zu Zeiten der Französischen Revolution. Und der zweite Unterschied ist, dass die Linken auf die Individualrechte gehen, vom Individuum her denken und sagen, wir befreien jeden einzelnen Menschen. Wogegen die Konservativen immer gesagt haben, wir können nicht vom einzelnen Menschen ausdenken, weil Menschen leben in Kulturen und wir müssen immer gucken, was die Selbstverwirklichung des Einzelnen der Kultur antut. Und diese zweite konservative Frage ist ja eine hochinteressante Frage in der ökologischen Diskussion. Ja, was macht die Selbstverwirklichung, die materielle Selbstverwirklichung in der Lebensstil? Was tut das eigentlich unserer Gemeinschaft insgesamt an? Wäre das ein positiver, konservativer Anknüpfungspunkt an positives ökologisches Denken? Würde ich zustimmen, sehe ich so. Was mich interessiert ist, dass ich ja in den letzten Monaten viel dazu arbeite, dass ich das Gefühl habe, unsere Gesellschaft vereinzelt immer mehr, polarisiert sich immer mehr, ist in ganz anderen Milieus, bezieht sich auf ganz andere Kulturbilder, ist in verschiedenen Diskursen mit ganz anderen Geschwindigkeiten schon zur Einigung gekommen oder nicht. Und das bedeutet für mich eigentlich, dass ich von einer Gesellschaft ausgehe, die wahnsinnig mehrdeutig ist und wahnsinnig vielschichtig ist und vielstimmig auch ist. Das heißt, wenn ich Veränderung zum Beispiel auf eine Mehrheit bezogen erwirken will, kann ich gar nicht mit genau der gleichen Zugänglichkeit, mit genau dem gleichen Bild, mit genau dem gleichen Sound alle erreichen. Was mich immer total fasziniert hat, war dieser Currywurst-Wahlkampf von Gerhard Schröder. Weil die Currywurst ja nicht nur die Currywurst war, die stand für einen Lebensstil, für eine Bodenständigkeit, für einen Arbeiterhintergrund. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, wenn wir dort über Kohle sprechen, dann weiß ich, wie viele Familien sich abgewertet fühlen, weil ich die Identität ihrer Familien im Prinzip abwerte, indem ich sage, Kohle ist Schmutz. Wenn ich im Osten Deutschlands unterwegs bin und mich da als Kümmerer aufspiele, dann sagen sie, wir wollen hier keinen Kümmerer. Das verniedlicht mich, das erniedrigt mich. Das heißt, ich glaube, was ich interessant finde, ist, dass es Utopisten gibt, die vielleicht an die gleiche Lebensvorstellung in der Zukunft denken, die aber in ihrem Wirkungsgrad ganz anders arbeiten müssen. Ich habe jetzt viel in der CDU diskutieren müssen über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ob das jetzt ein wahnsinnig progressives ist und ob das eigentlich amtsanmaßend ist, weil es über die Kompetenz hinausgeht. Oder ob es, und das ist für mich meine Analyse, eigentlich sehr bürgerlich-konservativ ist, weil es eigentlich aus einem burkeanischen Gedanken kommt von, ich will den Übergriff des anderen vermeiden. Und ich weiß, dass ich in meiner Sphäre gar nicht vielleicht auf autonome Agrarwirtschaft oder gar nicht auf in einer älteren Generation auf, wie kann ich eigene Bezüge vielleicht in einer autonomen irgendwie Lebenseinheit achten, sondern ich weiß, dass ich in einem Industriemilieu anders denken muss, wie kann ich Wohlstandsversprechen vielleicht konkret werden lassen, wie kann ich meine Leute beruhigen, dass wir nicht nur die 2% sind, sondern dass wir eine Vorbildswirkung haben für ganze Gesellschaften, die merken, dass es nicht so zu sozialer Ungerechtigkeit und sozialem Aufstand kommt, wenn wir uns nämlich transformieren, weil wir nämlich Wohlstand wieder neu teilen können. Und das ist für mich so interessant, dass es nicht diesen einen Veränderungsmodus und diese eine Strategie gibt, sondern wenn es eine Strategie gibt, dass man die Leute an ganz unterschiedlichen Orten neu abholen muss und dass das viel kultureller verhaftet ist, als wir uns das manchmal nur mit Argumenten vorstellen. Also ich finde, das ist natürlich sehr plausibel, dass man sagt, man muss jeden da abholen, wo er steht.
weil jeden, den man überfährt, den lädt man ja nicht ein, ja, sondern den hat man gegen sich. Das ist völlig plausibel. Auf der anderen Seite stehen wir vor ganz handfesten, ganz konkreten großen Veränderungen, wo wir fragen, können wir uns das in unserem Lebensstil noch leisten? Dürfen wir weiter SUVs fahren? Dürfen wir weiter Kreuzfahrten machen? Dürfen wir weiterhin so viel Zeug produzieren mit einer irrsinnig hohen CO2-Bilanz, was wir am Ende gar nicht brauchen und so? Und da ist es ja gar nicht möglich, jeden quasi. Ja, ich kann jetzt nicht zu dem SUV-Fahrer sagen, ich verstehe dich, dein Nachbar fährt auch eins, das ist für dich existenziell wichtig, dass du eins hast, du gehörst sonst in deinem Golfclub oder was weiß ich was nicht mehr dazu. Also wenn ich für jeden Verständnis aufbringe, werde ich am Ende auch keine Transformation schaffen. Wie macht man das? Also wie entwickelt man quasi das richtige Gefühl von dem, was man Menschen zumuten kann auf der einen Seite und bei dem, wo man die Menschen abholen muss, wo sie stehen auf der anderen Seite? Ich würde gar nicht sagen, dass Abholen bedeutet, dass ich eine Art von Verständnis dafür habe, dass sie nicht mitmachen wollen, sondern Veränderung bedeutet für mich, dass ich sie eben dort abhole, wo sie sind, und das bedeutet, dass ich genau in dieser Lebenssituation schaue, was das Grundbedürfnis dessen ist. Ist es, weiß ich nicht, eine Altersarmut, ist es eine Art von Vernachlässigung, dann weiß ich, dass ich vielleicht genau in diesen Politikfeldern anders aktiv sein muss. Wenn Leute zu mir sagen, ich würde ja gerne so viel Grünes, Innovatives gründen, aber diese Bürokratie macht mir einen Strich durch die Rechnung, dann weiß ich muss an Bürokratie ansetzen. Wenn Leute sagen, sie würden gerne in einem utopischen Dorf sehr autark miteinander zusammenleben, dann muss ich das vielleicht als Kommune auch einfach möglich machen. Wenn jemand sagt, ich will jetzt gerade gar nichts ändern, weil ich nicht kann, weil der Benzinpreis so aussieht oder das Fleisch so und so viel kostet, dann muss ich natürlich ganz anders marktwirtschaftlich ansetzen, dass es nämlich Anreizsysteme für diese Menschen gibt. Das heißt, ich würde nicht automatisch sagen, dass es bedeutet, die einen wollen schon ganz viel geben und die anderen sind noch nicht bereit dazu, sondern ich würde eigentlich davon ausgehen, jeder hat genau gleich viel zu geben und ganz gleich viel nicht zu geben, aber man muss genau das an der Lebenssituation festmachen. Ich finde, das passt total gut, Harald, zu dem Punkt, den du gebracht hast mit dem, warum steht in unserer Art, wie wir bisher Fortschritt gedacht haben, das Ökologische so doof zwischen der Selbstverwirklichung, und dem, wo wir eben heute im 21. Jahrhundert gelandet sind. Und da finde ich die Aspekte, Diana, die du aufgemacht hast, total wichtig, das nachzuverfolgen, weil wir sehr stark ja in der Art, wie wir zum Beispiel Klimapolitik diskutieren, immer nur drauf schauen, was machen die Instrumente der Umweltpolitik jetzt mit beispielsweise der Kaufkraft von Menschen. Und viel zu wenig drauf schauen, was sind denn andere Treiber, die einen Haushalt unter Druck setzen. Und da sind wir ja ganz oft in der sozialen Frage. Da sind wir bei Diskussionen um Mindestlöhne, um prekäre, temporäre Arbeitsverhältnisse, um Mietsteigerungen, die ja im Verhältnis zu dem, was so 6, 7 Cent pro Liter Sprit mehr sind, einfach das exorbitant in den Schatten stellen sozusagen. Und von daher immer wieder zu überlegen, was ist denn das, was die Lebensrealität jetzt sehr anstrengend werden lässt? Und ist das wirklich im Ökologischen verankert, oder ist es tatsächlich, und so habe ich dich auch verstanden, wenn wir bestimmte Anreizsysteme, wenn wir endlich Bepreisung, wenn wir endlich Subventionen, wenn wir endlich Steuerpolitik etc. darauf ausrichten würden, und das fehlt mir in der Debatte eben auch total, würde es ja nicht nur kurz was teurer machen, den Spritpreis, sondern es würde ja auch dazu führen, dass wir endlich dann eine andere Alltagsstruktur vorfinden in 10, 12 Jahren, in der das ganze nachhaltige Leben dann wieder sehr viel einfacher wird. Aber dieser Punkt, dass es mittelfristig dann auch andere Angebote gibt für die Haushalte, der ist immer so ausgeblendet. Und das ist vielleicht das utopische Moment. Und wir haben dann immer das Gefühl, unter teureren ökologischen Preisen müssen wir mit dem, was wir heute haben, leben. Und das klingt doof. Und da, Harald, bist du ja der Experte mit dem Futur 2. Also wie kriegen wir diese längerfristigen Dinge, vielleicht auch unter dieser Kurzfristigkeitsorientierung, die wir aktuell sehen? Dennis Meadows hat das mal zu mir gesagt, das Blöde an den Veränderungen zur Nachhaltigkeit ist, am Anfang fühlt es sich an, als wird es schlimmer, selbst wenn es mittelfristig dann deutlich besser wird. Und wie kommen wir durch dieses Delta durch, das wir ja überall sehen, und wie schaffen wir das in einem politischen Raum, der das Delta, wie der Teufel das Weihwasser ja vermeidet? Naja, ich glaube, man muss vielleicht aufhören, an die Fiktion zu glauben, dass es um Argumente geht. Ja, also das, was du eben ausgeführt hast, ist für uns höchst plausibel, ist aber aus einer anderen Perspektive schon unheimlich komplex. Es ist unfassbar komplex, dass also selbst so etwas, sagen wir mal, was jetzt in so einem akademischen Diskussionszirkel sofort einleuchtend ist, an dem man auch weiter diskutieren könnte, da drehen sich schon ganz viele weg und sagen, was habe ich denn damit zu tun? Also Instrumente der Klimapolitik. Hä? Was? Ja, also so, ich kenne viele Leute, die wüssten nichts mit den Instrumenten der Klimapolitik anzufangen. So, und insofern glaube ich nochmal den Punkt, den Diana Kienert auch stark gemacht hat, sozusagen, wo situiert man denn sein eigenes Argument?
Und zu der Diskussion, wie wir sie bislang geführt haben, würde ich sagen, wir sind auch viel, wenn das gestattet ist, aber die Art, wie normalerweise in diesem Bereich diskutiert wird, ist gewissermaßen eine trivialpädagogische. Wir haben eine trivialpädagogische Haltung, weil wir der Auffassung sind, wir kennen schon das Erziehungsziel und unser Problem besteht jetzt darin, wie vermitteln wir das den Menschen da draußen. Und jeder, der sozusagen mit so einer pädagogischen Haltung konfrontiert ist, sagt, wie kommt ihr denn dazu, das zu machen? Ja? Und insofern glaube ich, muss man vielleicht das hört sich paradox an, aber sozusagen die eigene Befindlichkeit erstmal prüfen und sich fragen, auf was würde ich denn hören? Was interessiert mich denn, wenn ich mit jemandem an der Theke stehe, den ich nicht kenne und jetzt über die Themen spreche, die mich umtreiben? Und ich glaube, so muss man rangehen. Und noch was Antipädagogisches. Ich habe jetzt eben beim Zuhören gedacht, weil wir ja immer die SUV-Fahrer bashen und die Kreuzfahrer bashen und so weiter, wie ich finde, auch total zu Recht. Aber was würde dieses Bashing konkret bedeuten? Jetzt stelle ich mir wieder das Thekengespräch vor und jemand erzählt, er habe sich jetzt gerade diesen geilen Q8 oder Q7 oder wie diese Dinger heißen, gekauft. Und was würde eigentlich passieren, wenn man an diesem freundlichen, friedlichen, auf Konsens orientierten Thekengespräch fragen würde, und fährt er auch unter Wasser? Und dann passiert ja was. Ja, dann können wir über Ahrweiler sprechen, wo diese SUVs so wunderbar im Wasser rumgedümpelt sind und sowas. Und dann hat man aber eine Konfliktsituation. Und dann ist die Frage, können wir eigentlich diese Konfliktsituation smooth über die Runden kriegen und entsteht dann daraus eine Erkenntnis. Ja? Aber jetzt, meine Befürchtung, Nee, ich finde das alles total einleuchtend. Ich würde das pädagogische Momentum sogar noch einen runterschrauben. Also ich habe schon das Gefühl, mit den Scientists for Future, wenn ich dafür bezahlt werde, dass ich mir den ganzen Tag Gedanken darüber mache, wie sich vielleicht die Welt verändert, dann habe ich auch eine Verantwortung zu versuchen, das, was mir da so begegnet ist an Gedanken, irgendwie auch aufzubereiten, zur Verfügung zu stellen. Deshalb sind wir auch in der Debatte darüber, was ist der Auftrag von Wissenschaft in solchen Umbruchssituationen. Und das ist nicht unbedingt pädagogisch, sondern ich möchte ja ganz viel hören, was in der Gesellschaft, also zumindest aus einer Transformationsforschungsperspektive heraus, genau das abhören, was andere denken, damit ich überhaupt zu Ideen von gesellschaftlicher Veränderung kommen kann. Also ich wäre da jetzt vorsichtig, das Pädagogische wir wissen alles besser zu framen. Also so, mir zumindest in meiner Praxis, ich versuche das zu vermeiden und trotzdem habe ich den Eindruck, das ist auch ein Verantwortungsimpetus. Also es kann nicht jeder und jede am Tresen, Theke, der den ganzen Tag Kinder versorgt hat oder eben Autos geschraubt oder was anderes gemacht hat, die gleiche Form von Antwort auf das, was da in der Welt geschieht, so mal eben aus dem Hut zaubern sollen. Also da finde ich die Gesprächssituation wichtig. Und die andere Sache ist für mich aber auch das, was du beschreibst und Diana, du auch, sind ja Ideale, die wir in einem gesellschaftlichen Wandelprozess vornehmen können. Und dann kommen wir in einer Wahlsituation zu Diskussionsrunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir das angucke, was da von unterschiedlichen Parteien aufeinander abgeseilt wird, das hat ja überhaupt gar nichts damit zu tun und gibt sich jede Mühe, die positiven Effekte des gemeinsam nach vorne gehen wieder kaputt zu machen, die wir in der Zivilgesellschaft oder in solchen Gesprächen versuchen aufzubauen. Und das ist ja im Moment ein Gap, wo wir rein müssen. Also dieses kontinuierliche Sehen von Misstrauen. Wenn man sich so Wahlprogramme anguckt, es steht 10 Gründe, warum man die anderen Parteien auf keinen Fall wählen darf, 10 Gründe, warum das alles Ideologie ist, so und so viele Gründe, warum wir definitiv den Untergang des Abendlandes haben, falls diese Partei in die Macht kommt. Das zerstört ja all das, was wir am Tresen wieder irgendwie aufbauen könnten. Also wie kriegen wir den Gap auch hin? Da ist für mich ein Riesenmomentum der Veränderung gerade. Also ich würde es teilen, dass ich ganz oft nicht nur in diesem Wahlkampf, sondern in vielen erlebe, dass das Angebot des Parteien an Bürger machen gar nichts Liebevolles hat, weil es gar nichts darum geht, selbstwirksam zu sein, was wirklich was ansprechen würde, wo wirklich was im Kern des Menschen verankert ist, sondern eigentlich ist es so eine Art von Unmündigmachens in sich selbst zu suhlen. Das heißt, eigentlich ist es eine Beleidigung für den Bürger. Und ich glaube aber, dass das nicht hervortritt, weil keine Partei es wirklich besser macht als die andere. Das heißt, was mich interessiert, ist ja eben gar nicht dieser Dualismus von, ich mute denen etwas zu und es ist anstrengend, aber bitte wählt mich und die anderen versorgen dich gut, sondern ich glaube auch das, wie sie gerade einen versorgen, ist eine Art von Folklore, wo man sich nur irgendwie mit einer Traurigkeit beschäftigt oder mit einer irgendwie Starre beschäftigt, die nichts an Vitalität hat, die nichts mit Fortschritt zu tun hat, die nichts mit Selbstwirksamkeit zu tun hat. Das heißt, ich meine,
das sagt sich so leicht, aber ich glaube, dass eigentlich ein ganz anderer Wahlkampf möglich wäre, weil man Leute nämlich in ihrer Selbstwirksamkeit viel leidenschaftlicher ansprechen könnte. Und ich glaube, dass dafür aber nötig ist, dass viele verschiedene Leute, die an Transformation arbeiten, tatsächlich in die Identitäten und in die Lebensgestaltung vor Ort gehen und verstehen, was es bedeutet, wenn meine Oma in der Kohle gearbeitet, wenn mein Opa irgendwie mit der Currywurst einfach oder dem Nackensteak ein Kultursymbol hat, das ihm einfach wirklich was bedeutet. Und wenn ich da so abwertend drüber spreche, dass ich da kein Angebot mache, wie er Teil eines Kollektivs sein kann. Was mich ja interessiert, ist, dass eine vereinzelte Gesellschaft ja nicht nur ein Zufallsprodukt von Individualisierung in verschiedenen Trends ist, sondern dass das ja auch Solidarität zerschlägt. Ja. Wir haben früher Wetten, das und Tatort geguckt und in der Kantine und im Betriebsrat gesprochen. Das heißt, wir hatten kulturelle Erfahrungen von Kollektiv. Wenn aber jeder heute in seiner YouTube-Schleife ist, wenn ich in meinem Startup keinen Betriebsrat habe, wenn ich samstagsabend nicht Wetten, das gucke, sondern bei TikTok in meiner Schleife bin, dann leben wir ja ein Stück weit aneinander vorbei. Wenn ich nicht mal mehr die Leute im Supermarkt sehe, weil ich bei Gorillas alles noch zu mir nach Hause bestelle, dann begegne ich andere nicht mehr. Und dann kann sowas wie ein kollektives Momentum ja auch gar nicht bestehen. Und was ich aus meiner Einsamkeitsforschung natürlich merke, ist, dass der Mensch ein ultrasoziales Säugetier ist, das verkümmert, wenn er nicht mit anderen verdrahtet ist. Und das sucht man natürlich und das kompensiert man vielleicht auch, indem ich das Gefühl habe, jeder will jetzt seine eigene saubere Effizienz irgendwie Gestaltung da vor sich nehmen, aber wir hatten wenigstens das Nackensteak, das uns 4 jetzt hier um den Grill verbunden hat. Und wenn man denen das wegnimmt, dann glaube ich, ist das was ganz Elementares, weil man nämlich das soziale Bedürfnis negiert. Ganz paradox klingt es, weil man ja ganz oft das Gefühl hat, der Drecksindustrielle ist der Egomane. Aber ich glaube, dass es sehr viel um soziale Bedürfnisse geht, sehr viel um soziale Eingebundenheit und dass, wie wir die Zukunft denken, denen auch eine Vergangenheit oder eine Identität abspricht. Und da müssen wir schauen, wie wir dafür positive, anschauliche, neue Einbindungen schaffen. Aber haben wir jetzt nicht mit folgendem Problem zu tun, diese Atomisierung, die du da beschreibst, dass jeder in seinem eigenen Segment ist, dass wir immer weniger Gemeinsamkeits- und Gruppenerlebnisse haben oder wenn nur sekundenlang und virtuell, aber nicht mehr eben real gelebt, nicht mehr in Traditionen eingebunden, ist ja meines Erachtens eine Folge des Turbokapitalismus. Also wir sind ja ständig als Kunden angesprochen, wir versuchen uns durch Produkte zu diversifizieren, wir sollen uns von allen anderen unterscheiden, wir versuchen uns zu unterscheiden, wir versuchen ein Brand zu werden, eine unverwechselbare Marke und so weiter. Und alles das spricht ja gegen dieses Gemeinschaftsgefühl. Also Kulturen, die keinen Turbokapitalismus haben, sind meistens dadurch gekennzeichnet, dass sie stärkere Gruppeneinbindungen haben. Daraufhin müsste man ja eigentlich sagen, ja, dann liegt das Problem ja tatsächlich darin, dass wir alle Kapitalisten unserer selbst geworden sind. Das heißt also, dann käme man ja zu einer fundamental kapitalismuskritischen Haltung und würde sagen, wir haben uns in die falsche Richtung individualisiert. Wir haben uns nämlich gegen die anderen individualisiert und wir haben uns nicht individualisiert als Teil einer Gemeinschaft oder eines Kollektivs. Da stellt sich natürlich die spannende Frage, wie würde man so einen Prozess überhaupt rückgängig machen können? Na, die Frage, die sich mir stellt, ist ja, ob das, was wir eigentlich mit sozialer Marktwirtschaft mal gewollt haben, wirklich zu persönlicher Befreiung führt oder ob das eigentlich uns in ganz vielen anderen Kontexten eher unfrei gemacht hat. Und das würde ich in vielerlei Hinsicht sehen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie man von jetzt auf gleich ein Antimodell oder ein Reformmodell daneben stellen kann. Was ich merke als jemand, der ja eigentlich von sozialer Marktwirtschaft ausgeht, ist ja, dass wir zum Beispiel zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern historisch ja Vertrauensverhältnisse hatten. Da wurde was innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer Industrie besprochen. Wenn aber zum Beispiel auch der Sozialpopulist sagt, das soll gar nicht mehr innerhalb der Unternehmen besprochen werden, sondern das will ich von außen bestimmen, dann ist ja auch dieses ganze System irgendwie an sich brüchig. Das heißt, was mich natürlich schon interessiert, ist erstmal zu erforschen, was sind vielleicht auch die perfiden Methoden irgendwie des Kapitalismus. Ich komme aus einer Start-up-Kultur, in der sich geduzt wird, in der alles aus Glas ist, in der ich kostenlos Obst habe, in der wir freitags nach Feierabend zusammen trinken. Und wenn ich dann aber sage, naja, wie sieht es mit dem Urlaubstag aus oder muss ich nachts auch meine E-Mails checken, da sagt der Chef zu mir, naja, du bist doch mein Freund, also gründe doch bitte keinen Betriebsrat, wir können das doch untereinander klären. Also diese Dudes-Kultur ist vielleicht Stück auch einer Perversion dessen, dass ökonomische Abhängigkeiten unsichtbar gemacht werden oder verschleiert werden. Das heißt, ich glaube gar nicht so sehr, dass wir in etwas extrem Reaktionäres oder Revolutionäres umschlagen müssten, wenn wir vielleicht einfach eine Renaissance dessen leben würden, was soziale Marktwirtschaft an Haftungsprinzipien ausgemacht hat. Also die
Duzkultur ist die Abschaffung von Hierarchien bei Beibehaltung der Ungleichheit. Ja. Ja, und insofern ist sie natürlich fake. Genau. Ich möchte mal wieder zu dem zurückkommen, was Harald gerade gesagt hat. Du hast ja an einem Beispiel des SUVs klargemacht, man muss die Leute selber zum Nachdenken bringen, weil die Leute lieben ja vor allen Dingen jene Ideen, von denen sie denken, wie berechtigt oder unberechtigt auch immer, sie wären selber drauf gekommen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, also jeden da abzuholen, wo er steht, Leuten das Gefühl zu geben, sie selber sind auf die Ideen gekommen und sie sind genuin selber an Lösungen interessiert. Also man müsste eigentlich im Wahlkampf die Frage plakatieren, was tust du gegen den Klimawandel? Damit die Leute nicht ihre ganze Energie darauf versehen, alle Vorschläge, die gemacht werden, zu bekämpfen, sondern umgekehrt darüber nachzudenken, was können sie selber dafür tun. Nur, wie du das eigentlich schon angedeutet hast, das beißt sich eigentlich mit unserer Vorstellung, die wir bisher von Parteien oder Parteiensystem haben. Und ist es denn wirklich möglich, diesen Gap zu überwinden? Also wäre es denkbar, in einer Parteiendemokratie zu leben, die die Leute da abholt, wo sie sind und ihnen das Gefühl gibt, es sind ihre eigenen Ideen, die sie aufnimmt? Geht das überhaupt? Oder ist Parteiendemokratie immer Bevormundung? Aber das ist ja eine kulturelle Frage. Oder Harald, möchtest du da rein? Du bist so ein bisschen in dieser doofen Situation, dass du nicht körperlich nicht... Sag einfach Bescheid, ne? Ja, ich höre interessiert zu und versuche gerade zu gucken, wo das hinmeandert. Aber vielleicht kann ich ja sozusagen den Supervisor machen aus dem Bildschirm heraus. Wir sind schon wieder irgendwie auf dem Dampfer, über etwas zu reden, was jetzt sozusagen die Probleme der Gegenwart sind und wer alles was nicht macht, wie jetzt zum Beispiel die Parteien oder die Wahlkämpfenden und so weiter. Dabei ist doch unsere Frage eigentlich, wie kriegt man Veränderung auf den Weg? Ja, und ich würde einfach nochmal auf meinen Punkt, vielleicht habe ich den nicht klar gemacht, nochmal insistieren. Ich glaube, man bringt die Veränderung nicht auf den Weg, wenn man selber eine Überzeugung hat und als einziges Problem sieht, wie bringe ich diese Überzeugung an andere heran. Ja, sondern wir sind ja selber, jetzt eine Trivialität, Teil des Kapitalismus. Wir sind aber auch Teil eines kulturellen Kapitalismus. Also der ist ja nicht außen und den können wir jetzt mal sortieren und beobachten, sondern wir sind ja selber Teil da drin. Also wenn wir eine Ökodebatte sozusagen mainstreamig haben, dann ist diese Ökodebatte derselben Steigerungslogik verhaftet wie die Nicht-Ökodebatte. Weil wir müssen besser werden, wir müssen mehr Leute überzeugen, da. Und mir kommt es eigentlich darauf an, die Diskussion ganz anders anzusetzen, nämlich dort, wo man gewissermaßen selber auch die Probleme der anderen teilt, als Teil des ganzen Problemfeldes. Nehmen wir es doch mal ganz ehrlich. Wenn wir Scientists for Future haben, dann messen wir unseren Erfolg daran, wie viele Leute wir überzeugt haben. Genauso wie irgendeine Werbeagentur ihren Erfolg daran misst, wie viele Leute sie überzeugt hat. Ist es eigentlich der adäquate Zugang? Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen aufhören, in derselben Logik zu sein. Und dann, jetzt komme ich auf meine Musiker zurück, kann man sagen, wir können ja was ganz anderes. Wir können andere Steine ins Wasser werfen, wir können andere Diskussions- oder Punkte in die Diskussion bringen, wir können über andere Kategorien einbringen. Also ich verstehe, was du meinst. Ich war eben auf auch der kulturellen Suche, weil ich auch das Gefühl hatte, die starke Individualisierung und der Kapitalismus, das geht mir auch zu stark zusammen. Also man kann ja auch, soziale Marktwirtschaft war jetzt nicht unkapitalistisch in weiten Teilen geschichtlich. Und ich fände die Suche danach, du hast schon mal das Wir eben angesprochen, ne? Wo braucht es eine gewisse Verständigung darüber, was ist eigentlich ein Wir? Weil wir sind schon eine Schicksalsgemeinschaft zu einem gewissen Ausmaß, weil meine Aktivitäten ja immer auch eine Auswirkung auf andere haben. Und ich fände es schon wichtig, auch nochmal zu überlegen, welche von den Botschaften, und klar, wir messen daran, wie viele haben wir überzeugt, aber es geht ja gar nicht unbedingt zu sagen, überzeugt von was, sondern es geht aus meiner Sicht auf der einen Seite wirklich um Erkenntnisgewinn, da würde ich schon auch Analogien zu Aufklärung und was kann Naturwissenschaften uns eigentlich verraten, wie es tatsächlich anders zusammenhängt, als wir vorher dachten, aber was wir dann damit tun, und das ist ja das soziale Momentum, das gesellschaftliche Momentum, das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht die Wissenschaft aushandelt, sondern das ist etwas, was in der Gesellschaft entsteht. Aber diese Befunde darüber, zu sagen, die möchten wir möglichst breit bekannt machen, das gehört für mich zu dem Verantwortungsethos im Grunde genommen dazu, wenn ich schon von der Gesellschaft dafür bezahlt werde, mir das anzugucken. Aber du musst deshalb das machen,
Das ist, glaube ich, das, wogegen du sprichst. Und ich glaube, das ist auch richtig, weil das Machen wird sowieso immer nur ein Suchprozess sein können. Also wie kommen wir mit diesen Befunden zurecht, wird ein gesellschaftlicher Suchprozess bleiben. Und deshalb, jede Idee ist genauso wichtig, jedes Engagement ist genauso wichtig, weil wir nur aus dem heraus dahin kommen, dass die Musik sich wieder nach Zukunft anhört. Das Spannende finde ich ja, dass wenn wir uns Bewegungen angucken, die von uns vielleicht wahnsinnig fern sind, die Trump-Kirche oder irgendwie Pegida-Leute oder irgendwelche Bürgerwehren oder weiß ich nicht, viele Leute, wo vielleicht gar nicht, wie wir vielleicht so eine Professionalität oder so eine Organisationsbewegung hintersteckt, sondern einfach ein Gefühl oder einen Keim in jedem, wo jeder sich aber ganz unangesprochen, trotzdem angesprochen fühlt und sagt, ich trete für mich ein und deswegen gehe ich auf die Straße und auf einmal sind da, weiß ich nicht, 100 Trump-Fans, dann ist das ja das Interessante, weil da brauchte es gar keine Pädagogik und es brauchte gar keine Adresse dafür, damit sie sich angesprochen fühlen. Das heißt, das, was ich bei Harald Welzer heraushöre, ist natürlich der Gedanke, wie weit es uns bringt, wenn wir unsere Überzeugung als Erziehungsziel vor uns hintragen, um zu sagen, ja, aber darum geht es mir ja auch. Das Erziehungsziel würde ich voll dabei. Aber das ist Quatsch. Die Überzeugung steht für uns ja fest, oder die Argumente, die sind ja faktisch da. Und wir versuchen uns mit den anderen zu verbinden, um eine Mehrheit zu schaffen, indem wir sagen, aber wir müssen uns hinter dieser Idee versammeln. Und das Interessante bei anderen Bewegungen ist ja, dass die Menschen sagen, wir verbinden uns miteinander und das, was wir gemein haben, ist, dass wir gemeinsam vernachlässigt werden. Das heißt, da kommt die Überzeugung ja eigentlich aus der sozialen Kombination heraus. Und ich glaube, das ist eine Kompensation in Bewegungen, die vielleicht bei uns fernliegen, die am Ende irgendwie Gewalt wollen oder die Feindbilder konstruieren. Und man könnte natürlich im Gemeinsam sagen, was ist genau jetzt, ich meine, wir sind jetzt hier wahnsinnig privilegiert, aber was ist vielleicht etwas, was in unserer Lebensgestaltung wichtig ist? Aha, uns stört Ohnmacht, uns stört, dass wir nicht mitmachen können, uns stört, dass die Sprache vielleicht an uns vorbeigeht. Also lasst uns mal überlegen, wie wir eine schlauere Sprache entwickeln können. Und ich glaube, dass wenn wir über dieses soziale Momentum zuerst miteinander übereinkommen, dass wir dann gemeinsam eine Vision schaffen können, wie diese Welt morgen besser aussieht. Aber da würde ich jetzt gerne rein, weil da finde ich, trägt für mich die Analogie nicht. Sich verbinden in etwas, gegen etwas sein, ist immer einfacher als für etwas eine ausreichende Unterstützermenge zu bekommen. Also ich habe das sehr viel gemerkt. Ich habe ja jahrelang auch in internationalen Kampagnen für beispielsweise eine Rio-Konvention Nachhaltigkeit oder gegen neue Welthandelsabkommen gearbeitet. Das Ziel war ähnlich, was wir erhalten wollten, lokale Lebensgemeinschaften, Umweltschutz und so weiter. Es war so viel leichter, genau dieses Solidaritätsgefühl gegen weitere WTO-Regeln, also gegen eine Regierung, die uns vernachlässigt, zusammenzufügen. Und dann brauchst du nämlich auch nicht ausspezifizieren, was stattdessen kommen soll. Aber das Für, was wollen wir stattdessen haben, ist so viel schwerer. Und da musst du irgendwann ins Kognitive kommen. Also das kannst du nicht nur erfühlen, sondern du musst ja irgendwann sagen, welche Regeln wollen wir verändern oder nicht. Und wie wird sich das auf die einzelnen Lebensstile und Möglichkeiten teilzunehmen auswirken oder nicht. Also kommt ja aus dem Bewegen heraus das Verhandeln. Und ich glaube, deshalb dürfen wir das nicht verwechseln. Gegen etwas sein ist sehr viel einfacher zu mobilisieren, als dann das Neue zu verwirklichen. Ja, jetzt könnte man sich ja ganz einfach darauf einigen und könnte sagen, wir reden gar nicht mehr darüber, wo wir gegen sind, sondern wir reden von nur noch dafür, wie eine positive Zukunft aussieht. Was passiert dann? Wenn eine Partei das machen würde, dann würde sie genauso gegrillt, wie alle Parteien das auch werden, weil ständig die Frage gestellt wird, was könnten die negativen Konsequenzen der positiven Ziele sein? Das ist das. Was bedeutet das für den kleinen Mann? Für wen wird was teurer und so weiter? Wir haben ja eine gesamte politische Berichterstattung, die nichts anderes macht, als grundsätzlich zu gucken, wem könnte irgendwas irgendwo einen Nachteil geben und wer könnte jetzt dagegen rebellieren. So ist unser gesamter Journalismus aufgestellt. Unser Journalismus fragt doch Politiker nicht, was sind ihre positiven Visionen? Malen Sie mal ein schönes Bild von Deutschland in 10 Jahren. Wie schön wird das mal sein, wenn wir weniger Autos in den Straßen haben? Erzählen Sie mal davon. Also dieser Bereich kommt ja gar nicht vor. Wir haben ja ein Komplettsystem, was nichts anderes macht, als in der gesamten medialen Aufmerksamkeit Fehler und Defizite aufzuzeigen, bei allen Parteien. Und nicht zu überlegen, ja, oder mit daran zu wirken, zu überlegen, ist das ein schöneres Ziel oder ist das ein schöneres Ziel oder ist das ein schöneres Ziel. Das heißt also, die Vorstellung positiver Inhalte widerspricht der aktuellen, gegenwärtigen journalistischen Kultur so vollständig, dass die Parteien das gar nicht erst versuchen. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Das zahlt voll auf das Delta ein, ne? Ja, Harald. Aber genau das ist doch der Punkt. Das ist ja vollständig richtig beschrieben. Aber dann bedeutet es doch für uns
dass wir das Gegenteil tun müssen. Ja. Das ist doch genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Wenn es sinnvoll wäre, darüber zu sprechen, was eigentlich schön wäre, ja, dann muss man den Punkt doch auch stark machen. Und das meinte ich vorhin, wir sind Teil sozusagen eines kulturell-kapitalistischen Systems, das natürlich auch den Routinen folgt. Ja? Und sozusagen, ich bin ein großer Anhänger der paradoxen Intervention. Also warum reden wir denn nicht darüber, was schön wäre? Wir können ja zum Beispiel auch in dieser Runde darüber reden, was eigentlich aus unserer Sicht echt schön wäre. Aber stattdessen machen wir aber das, was wir immer alle tun, nämlich zu problematisieren. Und das ist ja genau die sozusagen die Spiegelung dessen, was du gerade beschrieben hast. Ja, und weißt du, einfach weiter? Ja, das ist nur die Idee. Wir reden ja, sagen wir mal so, um das Ganze auch mal etwas zu entlasten. Wir sind ja alle auf einem Weg, dessen Wegmarken wir nicht richtig kennen. Und die sind auch nicht nur kognitiv biased. Das ist etwas anderes. Das ist woanders angesiedelt als das, was wir wissenschaftlich feststellen können. Wir sind auf einem Weg, eine Gesellschaft aufrechtzuerhalten, in denen es den Menschen sozial gut geht, aber sie auch sozusagen mit den Mitteln des Gutgehens die künftigen Überlebensbedingungen nicht zerstören. Wie man das machen soll, weiß kein Schwein. Aber wir können gucken, was sind denn eigentlich die Momente gewesen, auch historisch, dass so etwas wie eine Form von einem gemeinschaftlichen Interesse, einem gemeinschaftlichen Wünschen und dann den Übergang in ein gemeinschaftliches Handeln tatsächlich passiert ist, um es schöner zu machen, als es gewesen ist. Das ist jetzt sehr blumig formuliert, weil häufig ging es auch einfach darum, dass Menschen nicht sterben oder zu arm sind oder sonst was. Aber dadurch ist die Welt schöner geworden. Dürfen wir es mal so formulieren. Und ich glaube, wir kranken auch bei Utopiekongressen daran, dass wir im Grunde genommen so unpoetisch sind, so wenig bereit, etwas Gegenteiliges zum Bestehenden tatsächlich zu machen. Also das endet dann meistens beim bedingungslosen Grundeinkommen, die Utopie oder sowas. Aber sie endet nicht damit, was weiß ich, etwas, was einem im Herzen, also ich bin heute Morgen, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Poetisch aufgewacht. Ich bin so genau poetisch aufgewacht. Aber was einen angeht, lasst uns doch mal über solche Formulierungen sprechen, was einen angeht, was einen betrifft, wovon man gerne ein Teil sein möchte, um aus diesen funktionalistischen Diskursen rauszukommen, die weder uns im Herzen noch sonst irgendwen interessieren. Mich kotzt dieser ganze Funktionalismus an, weil der ist das Problem. Ja. Ja, halte ich für, also ja und nein. Also halte ich gleichzeitig für eine total steile These. Gestern konnte man schon auf Twitter mitverfolgen, wie einige eurer Kollegen im Soziologiebereich meinten, ja, labert mal über eure schönen Weichvorstellungen. Aber wo wird es denn eigentlich konkret? Was ist die konkrete Handlungsorientierung? Und deshalb habe ich schon das Gefühl, dass wir beides brauchen. Den Optionenraum oder das, was sein kann und wie sich das anfühlt. Das wäre ja auch etwas, wo ich den Eindruck habe, dass wahrscheinlich die Übereinstimmung sehr viel stärker ist. Also ich habe das mal auf der Utopie-Konferenz vor 3 Jahren waren wir hier, glaube ich, zum letzten Mal live. Ne? Da habe ich genau das mal reingesetzt. Also wenn Sie sich vorstellen, wie sich die Zukunft anfühlt, die Begegnungen mit anderen, wann sie glücklich sind, in welchen Momenten, da war ein ganz großer Konsens. Also haben Leute untereinander gesprochen und dann in der nächsten Runde zu fragen, und wie sieht die aus? Und da war ganz viel Dissens. Die einen hatten irgendwelche Flugtaxis, die anderen hatten halt zurück organische Landwirtschaft und sowas. Aber dieses Fühlen und die Bedingungen, unter denen wir uns gut, sicher und froh und geliebt fühlen, also da ist, und das ist ja das Ermutigende, ist eine sehr hohe Übereinstimmung. Nur dann wird es ja auch interessant, unter welchen konkreten Bedingungen kommt dieses Gefühl in uns besonders hoch. Und wie können wir diese Zusammenschau vielleicht stärken? Und da sind wir, glaube ich, schon bei den Prozessen. Also welche Form von auch Aushandlungsprozessen oder Verständigungsprozessen erlaubt eigentlich die ganze Person in den Raum zu gelangen mit allem, was er hat? Also was ich jetzt in der letzten Woche interessant fand, ich habe so ein ganz altes Auto, das keine richtige Lenkung, also keine Servolenkung hat und so, und bin damit gefahren. Und auf einmal ist während des Fahrens der Geschwindigkeitsmesser ausgefallen. Das heißt, ich wusste auf einmal nicht, wie schnell dieses Auto fährt.
Und das heißt, ich habe die Schilder gesehen, ich darf hier 30 fahren, ich darf hier 20 fahren, ich darf hier 50 fahren oder 70 und wusste aber nicht, wie schnell ich fahre. Und ich habe mich ganz anders wach gefühlt, weil ich mich ganz anders auch verletzlich in dem Moment gefühlt habe, weil ich wusste, ich kann diese Verantwortung nicht an diese Regel und dieses Schild und dass das, was auf meinem Tacho steht, genau kongruent ist mit dem, was auf diesem Schild steht, abgeben, weil dann weiß ich, irgendwelche Leute haben errechnet, ich fühle mich sicher, sondern ich muss jetzt sehr wach sein und in meiner Eigenverantwortung jetzt ganz genau aufpassen, wie ich fahre und wann es mir zu schnell oder zu langsam ist. Und das hat, auch wenn ich es jetzt noch gar nicht richtig verarbeitet habe, das hat ein bisschen was mit mir gemacht, weil ich gemerkt habe, dass eine Gesellschaft, wo wir ganz oft dem anderen versuchen, etwas abzunehmen, indem wir vielleicht irgendwie, also ich meine das gar nicht antipolitisch, dass jeder das privat für sich klären soll, aber ich meine, dass es gibt einen Muskel, den man trainieren kann, dass man in einer eigenen Selbstwirksamkeit Verantwortung spürt und sie für einen auch möglich ist, weil ich nicht unter dem Gefühl der Überforderung oder der Ohnmacht leide. Und ich glaube, dass das ein Muskel ist, den man auch politisch irgendwie triggern könnte. Jetzt haben wir, glaube ich, noch 1 Minute, um das in das Naja, also es gibt für mich ein spannendes Fazit, was zurückbleibt. Ich beschäftige mich gerade mit der utopischen Vorstellung eines Wahlkampfs, in dem eine Partei auftritt, die nur positive Ziele formuliert und die komplett darauf verzichtet, andere Parteien zu kritisieren oder Personen zu kommentieren. Ja, also nicht sagt, der hat das und das falsch gemacht und der ist blöd und der ist unfähig und was weiß ich was alles. Ich gehe mal davon aus, 95% der heute in Führungsämtern befindlichen Politiker wüsste nicht mehr, was sie auf Journalistenfragen antworten sollten. Weil natürlich der allergrößte Teil immer darin besteht, anderen zu erzählen, was sie nicht können und was sie schlechter machen und so weiter. Einen solchen Wahlkampf nur mal sozusagen als Modellversuch zu simulieren, finde ich eine hochinteressante Vorstellung, weil ich glaube, dass man aus dieser Vorstellung eine Menge lernen kann, darüber, woran auch vieles in unserem System krankt. Nicht, dass es eine realistische Vorstellung ist, aber dass es eine schöne Korrektivvorstellung wäre. Darf ich noch was sagen? Haben wir dafür noch Zeit? Anknüpfend an das, was ihr beide gerade gesagt habt. Es gibt den Versuch in einer Gemeinde, beide Dinge, die ihr gerade völlig unabhängig voneinander besprochen habt, nämlich Kinnert mit ihrem ausgefallenen Tacho und du sozusagen mit der Utopie, anders miteinander auch im Wahlkampf umzugehen. Es gibt das Städtchen Bohmte in der Nähe von Oldenburg. Die haben ihren Verkehr als Shared Space geregelt. Die haben alle Verkehrsschilder, alle Ampeln, alles abgebaut. Und das Prinzip ist nur, jeder hat das gleiche Recht, am Verkehr teilzunehmen. Der Fußgänger genauso wie die Radfahrerin und das Auto. Was ist der Effekt? Sie sind alle für sich selber verantwortlich und ein Auto brettert dann nicht durch irgendeine Straße durch, sondern hält an, wenn es notwendig ist und umgekehrt. Und das Verrückte ist, das funktioniert seit vielen Jahren. Und zwar mit völlig reduzierter Unfallhäufigkeit. Die Leute sind total entspannt. Was heißt das? Wenn wir die Parameter verändern, und zwar nicht sozusagen graduell, sondern grundsätzlich verändern, dann stellt sich plötzlich eine andere soziale Situation dar. Und die öffnet etwas. Und ich glaube, wenn wir utopisch denken wollen, dann muss man von daher denken. Ja? Also nicht vom Graduellen, sondern vom Grundsätzlichen her. Und dann verändert sich gewissermaßen die Spielanordnung. Und dann kann was passieren. Das finde ich eigentlich vielleicht als Perspektive interessant. Also ich fände super, wir haben jetzt noch 4 Wochen bis zur Wahl, wenn sich vielleicht einige der Parteien zumindest mal einen Tag diese Mühe geben und vielleicht auch Journalistinnen da mal drauf einsteigen. Ich hätte das Gefühl, es würde eine riesige Erleichterung in dieser Gesellschaft ankommen. Und gerade in diesen stressigen Situationen überhaupt das Verbindende wieder sehen zu können und überhaupt auch zu erkennen, dass wir vielleicht gar nicht in so ganz grundlegenden Dingen so weit auseinander liegen von dem, was wir uns wünschen, was vorhanden sein sollte in so einer Zukunft. Und dann tatsächlich das Ringen, wie kann sich das manifestieren, kognitiv wie emotional und in Institutionen. Also große Einladung heute Morgen an die restlichen 4 Wochen, wenigstens einen Tag das mal durchzuziehen. Liebe Parteienlandschaft, Deutschland würde dir das, glaube ich, sehr hoch anrechnen. Und damit schalten wir jetzt hier erstmal raus und sehen uns nachher wieder. Vielen Dank.